Hallo, dankzij voor het terugkomen. En voor die van jullie wat er niet zijn te deze video's, zijn welkom. En ook ik freue mich, dat jullie hier zijn met ons op hem jeselijk wissen in God zijn woord. En we doen niet groot dat den Bereich studeren, wat Paulus daar naar de Galatische Kirchen schatten. En dit wordt als ook voor ons, de ganze Bibel als voor ons te studeren. En zo ik freue mich, te met jullie op God zijn woord studeren. Von der waar we Versen 11 bis 16 durchgehen in Galata Kapitel 2. So waar we die Versen lesen en dan waar we zijn wat we daarbij gaan leren. Dat heißt, es steht über aus Petrus naar Antiochia kwam, habe ich am für alle Tag gestellt. Wie uns heisig verschuldigt hat, wie uns euer durch gewisse Männer kam, die von Jakobus geschickt werden, uit mit den Nicht-Juden taub. Aber aus der kam, trug sich drei und hielt sich apart, wie uns verricht sich für die Juden, die ab der Beschneidung hielten. En wie hij zo deuten de andere Juden krijg zo. Sogar Barnabas hechelt met. Aber als ik zag dat zij niet voor de waarheid im Evangelium anstanden, zeer ik te Petrus door haar al. Wann du als ein Jud, so leben des aus de Feldja en nicht als ein Jud, wo kannst du dann de Feldja bewinden, so te leben als Juden? Wie selbst, die wie als Juden geboren en nicht Sünder von de Feldja sind, wollten dort ein Mensch nicht durch das Gesetz halten gerät wird, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben selbst an Christus Jesus geglaubt und durch den Glauben an Christus gerecht zu werden, weil es durch das Gesetz halten kann kein Mensch gerät werden. Jeder wird denken, dass Petrus hat selbst mitgestimmt mit Paulus in sein Evangelium und auch mit seiner Missionsarbeit in Jerusalem wings Paulus de Vier. En Petrus deed zelfs de Griechen annehmen und dort die müssen Juden worden. Apostelgeschichte 11, Vers 1 bis 3, das heißt es steht, nu hier die Apostel und Brüder, die in Juda wären, dort die Nicht-Juden auch Gott sein Wort angenommen hatten. Als Petrus nach Jerusalem kam, mussten die beschnittene Gläubige arm und sehen, du bist bei der unbeschnittene Nanjegun und hast mit an taub gegeben. Und dann hat Petrus angefangen zu vertellen, wo Gott hat eine Vision gegeben. Und dann hat er wieder mit dort vertellen, wo der Heilige Jesus hat gesagt, dass die drei Männer würden kommen und würden raten, dass er soll mitkommen nach Caesarea. Und wenn er in das Heim von den Mann, was nur am geschickt hat, dann vertelt der Mann, wo ein Engel hat, wie er angekommen und hat er gesagt, er soll schicken, dass Petrus soll kommen und dass Petrus wird am sein, wo er in sein ganzes Haus gerät werden. Und dann wieder in Vers 15 in Apostelgeschichte 11, da sagt es, dass als ich anfange zu reden, fällt der Herr Jesus ab an, so als der am Anfang ab uns fällt. Dann fällt mir dort bei, was der Herr gesagt hat. Johannes deut mit Wutter, aber Jesael mit den Heiligen Jesus gedeutet worden. Wenn Gott an derselbe Gabe gegeben hat, der er uns gegeben hat, als wir an den Herrn Jesus Christus glauben, wer wir auch dann denken, dass ich Gott treu kann. Als sei das Hirten, waren sie still und loben Gott und sehen, dann hat Gott der Feld ja auch die Gelegenheit gegeben, sich um Herrn zu drehen und dort Leben zu finden. So, warum wird Petrus sich nicht so abstellen, wenn er all das gewusst hat, wo Gott die Griechen auch annahm und dass der Herr Jesus auch gegeben für Christus aus den Juden? Und die Antwort finden wir in Vers 12. Dort sagt, dass er verricht sich für die Juden. Und wenn sie Juden wären, Petrus wusste, dass sie würden beleidigt sind, wenn er mit den Griechen taub eten, was danach nicht wären unter das Gesetz von Moses gekommen. Und in der jüdischen Lehre wären die Griechen nicht Christen, wenn sie nicht unter das Moses Gesetz wären. Und wenn Petrus wohl eine Streiterie verbeten, dann dort er auch die Griechen, die Christen, was dort in Galata wären, auch so behandeln, als wenn sie nicht mal Christen wären. Und Petrus selbst wusste gut, dass Gott nicht verlangt, dass die Griechen sollen unter das Gesetz Moses kommen,
darauf, dass sie würden säulig werden. Sie dürfen nicht in das Gesetz kommen. Aber er hat es gelehrt von den Visionen, was Gott am Jäuf in Apostelgeschichte 10, von Vers 10 bis 16, in diese kann ich in den einen Titel überlesen. Und er hat es gelehrt, dass der Heilige Jesus wird uitgegoten auf die Griechen, was den Leben an Jesus, und dass sie waren beschnitten in Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 48. Und er lehrt auch mit der Mitstimmung, was er kriegt von der Lehrer in Jerusalem in Apostelgeschichte 11, 1 bis 18, wo wir uns schon von lesen dürfen. Und nu der Petrus treten von all dort, was er wollte, von der Wahrheit, was er wollte. Und das treurig denkst du dann Schauf am nu gehen. Die dann mit der Heuchlerie mitgehen. Und Vers 13, das sagt es dort. Und wie es hei so deuten, der andere Juden kriegt sogar Barnabas heuchelt mit. So, da wir nicht bloß Petrus, was das deut, aber da wir mehr Juden, was die Christen wir nu, die deuten auch mitgehen mit der Heuchlerie. Und sie denken da nicht an, dass Jesus selbst, wenn sie ab dieser Erde wandern, da heute mit der Sündertaub und mit der zwei gebrochenen Menschentaub. Und heute nicht mal die strenge jüdische Gesetze nur gehen, was die Juden sich haben abgemerkt. Und dann sagt Paulus es das in Vers 14, er sagt es das über uns, ich sage, dass sie nicht für die Wahrheit im Evangelium anstehen, sehr echte Petrus durch Herr allem. Wenn du ein Jüd so leben darfst aus der Fälscher und nicht aus ein Jüd, wo kannst du dann die Fälscher bewenden, so zu leben aus Jüden? Und Paulus sagt, du lebst selbst nicht mal so dort. Und du lebst selbst nicht mal aus den Jüden. Und nun weißt du, die Griechen merken, sie leben aus Jüden. Und dann in Vers 15 und 16, da sagt Petrus denken halten und sagt, dass sie selbst nicht mal gerät durch das Gesetz Moses holen. Und dann bringt Petrus 3 nur die Wahrheit. Er sagt, wir sind selbst durch den Glauben an Jesus Christus gerecht geworden. Wenn wir checken einmal ein Vers 16 und 17, da sagt das ist das, und das ist Paulus, was das geschrieben hat. Er sagt, ich schäme mich nicht mehr das Evangelium von Christus. Dort ist Gott seine Kraft, all die soll zu mir und die daran glauben. Erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben gerecht macht und wo der Glauben immer zunimmt. So aus geschrieben steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Paulus schämt sich nicht mit dem Evangelium und mit dem Nurrecht, was er hat, zu mitteilen. Denn es heißt dort, dass die gute Nurrecht, die wir von Jesus Christus und dort wir für die Säuligkeit, für die Menschen. Und dort wir in Leben am Ende gekauft, für allem, was wir glauben. Und so, was tun wir, wenn wir uns schämen mit dort? Einmal dann halt einer Dreh von etwas was sein, wenn einer schämt sich zum etwas was sein. Und was wir können tun, ist zum Andenken, dass was wir haben mitzuteilen, das ist die gute Nurrecht für alle. Und weil wir uns Zielpunkt waren, holen ab Gott und was heute hat, und es steht ab uns selbst, dann wollen wir uns nicht schämen mit dem Evangelium mitteilen. Wenn wir wollen das selbst weiten, das ist die Kraft von Gott, den Menschen raten. Und dann Römer Kapitel 3, 20 bis 22, das sagt es das. Das auch war Paulus, er sagt, willst du Gesetz worten, wird kein Mensch für Gott gerecht worden. Willst du dadurch als dort bloß zu sein, was sind es, aber nur als Gott mit seiner Gerechtigkeit für nachgekommen. Ohne das Gesetz, wann auch das Gesetz selbst in der Befreiten all da werden reden deuten, dort ist Gott seine Gerechtigkeit, da er all die geben wird, die an Jesus Christus glauben. Das wies, wie wichtig das wird für Paulus. Und Paulus kann das sein, dass sie nicht für die Wahrheit im Evangelium anstehen. Und das wir arg und das wir auch gefährlich. Das ist nicht einmal leicht, Menschen Proben zu stellen. Und Paulus wisst über das viel zu tun. Und er fehlt dort alle, da werden dort für allem, da werden wir viele in der Heuchlerie reingefallen. Und Petrus steht nicht fertig. Kriegt jeden, was er gut weiß, was die Wahrheit wird. Und Petrus hat einmal Trouble mit.
wenn wir dann mehr von Petrus studieren. Aber das ist sehr leicht, dass wir sagen, wo kann Petrus das tun, wenn er Gott besser weiß. Aber jeder einer von uns weiß sehr gut, was das ist, wenn wir dann ganz gehen gehen, was wir wissen, was die Wahrheit ist. Und einmal, da wir dort verjähren, dass Petrus selbst wie auch bloß ein Mensch. Das mir sagt, bloß in mein eigenes Hart kicken und in mein eigenes Leben. Und denken so, wofür und da ich nicht das Rechte, wenn ich habe für Menschen. Jeder einer von uns weiß, was das ist, wenn der Pressure ist, zum Jähen gehen, was wir wollen, Gott, was der Reich ist. Das ist, woran uns Amtszeit fehlt, als Christen, zum uns freistellen, wenn wir reich sind. Und uns fehlt das alle. Keiner von uns kann sagen, uns fehlt never freizustellen. So, ein paar Frauen, was ich will von dir sagen, was wir uns kennen, waren selbst Frauen. Und ich glaube, diese Frauen, wenn sie mehr uns kicken, nur uns eigenes Leben. Wir dann die Schrift lesen und lernen durch und dann sagen, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun und wo kann ich lernen und wissen von dieser Schrift. Und die erste Frau ist, dass ich sehr leicht, dass ich geprescht bin, zum die Freiheit, was ich habe in Christus gefunden, zu sie zu sagen. Petrus, der voll der Druck, der Pressure, zum seinen alten Weg nur folgen, aber trainen seinen alten Weg gehen, wegen der wir Menschen, die noch einmal das alte Weg nun gehen. Und das kann sehr leicht zu uns passieren, wenn wir nicht davon abpassen. Und wenn wir dort weiten, wenn wir Jesus kann und wir haben die Freiheit gekriegt, was er bringt, dann soll wir nicht tragen, was wir ich will. Und wir müssen an sich Ehren holen ab Jesus, der uns hat die Freiheit gegeben. Und dann Nummer 2 ist, sei nicht willig, dort unter mich kann freistellen. Aber ich, wenn das sehr schwer ist. Das ist sehr schwer für jeden einen von uns. Keiner gleich sehr, wenn andere kannten uns und sagten uns, du hast alles getan. Das uns zwei, und ich weiß das für mich, das ist sehr schwer, wenn es dann merkt, wie uns zu fallen, wir sind nicht gute Menschen und Jesus sind wir auch nicht, aber wie uns fehlt uns Anzeigt, uns freistellen, wenn wir haben alles getan. Und Nummer 3 ist, dass sie wirklich andere Träger stellen, wenn ich kann sein, sie haben was alles getan. Und so, das ist ein Ding, was ich nicht sehr gut tut. Wie fängt das viel leichter, wenn wir was sein, was ein Mensch alles tut, wenn wir können gehen nur andere Menschen und die bloß vertellen, was Jana und Jana hat getan. Und dann gibt es ein Geplüder und es steht, dass wir die Person selbst würden gehen sein, und proben halten, freiszustellen, in dort, was sie getan haben. Und der einzige Weg, wo wir das können im Rechten tun, ist, wenn wir die rechte Einstellung haben. Und wenn ich habe mein eines Wort neu sein, und den Herrn jetzt gefragt, dass er mir soll halten und Weisheit geben, wenn ich gut mit den Menschen reden. Und wir sagen, dass einmal läuft tun. Nicht darauf, dass wir einfach merken, sie sind dumme Menschen, aber dass wir einfach läuft halten. Und falls du die Nummer 4 ist, falls du die, dass du bist ein von der wenigsten. Und das sage ich nicht, weil die Griechen sich noch gefeiert haben hier jetzt, aber ich weiß, dass sie wohl nicht haben sich so gefeiert, dass sie viel was wären, während die Juden sich dort orientieren. Und ich weiß nicht, wo die bist von dir, aber wenn du diese falls, die bist nicht viel Wort und mit die erst dort wenig, Jesus läuft die. Dort ist eine Nachricht, was von uns fehlt, sehr neidig, dass wir dort hier, dass Jesus läuft uns. Er gleicht uns in Kreisen, wo zwei wir sind. Er läuft nach Kreisen von der, als er dort dann. Und wenn du noch nicht hast, euer Namen als Herr, dort kostet von der dann. Und wir können beten, dort sein himmlischer Führer. Ich glaube, dass ein Sünder sie in mir fehlt ein Radner. Ich glaube, dass Jesus hat als gestorben für meine Sinn Tritt. Und ich glaube, dass es nicht, was ich kann tun, zu mir reich merken für die. Und dass die Säuligkeit ist ein Geschenk. Wirst du mir meine Sünden vergeben, Herr Jesus, und den Herr sein von meinem Leben. Wenn du dort gebetet hast von dir, dann bist du ein Kind Gottes geworden von dir. Und dann hast du den Heiligen Geist gekriegt, und dein Leben wird nie nicht mehr dasselbe sein. Gott ist sehen, das nächste Mal, und dann werden wir wieder Gott sein Wort studieren.